Es ist soweit. Nach 3 Monaten voll unglaublicher Erlebnisse wollen wir nun endlich die Bacha verlassen. Es gilt also, alles dafür vorzubereiten, noch Offenes abzuschließen, aber leider eben auch Abschied zu nehmen. Und das, obwohl es selbst am Hafen noch mal unsicher ist, ob es nun tatsächlich klappt. Wir müssen irgendwo da zu dem Herrn vorne fahren. Dann mal schauen, wie es weitergeht. Guten Morgen und schön euch auch in diesem Video wieder dabei zu haben. Wir haben an einem unserer Stammplätze in La Paz übernachtet. Wir schlafen meistens hier, manchmal auf dem Campingplatz, denn hier ist es einfach friedlich und also ja, es sei denn, es steigt nebenan eine mexikanische Hochzeit, das hatten wir auch schon mal. Aber ansonsten gefällt es uns hier, denn hier ist das Meer, die Fischer kommen morgens, hier findet man immer Pelikane und ein paar Vögel, die man beobachten kann. Es ist einfach richtig friedlich, selbst mit Geräuschen aus der Stadt. Die hört man hier eben auch so als Klangteppich, aber es gehört einfach dazu und das passt schon so. Ja, und auch heute natürlich, der Morgen wieder ist sehr gemütlich, obwohl wir ja doch einiges zu tun haben heute und darum würde ich sagen, quatsche ich auch nicht lange und schauen wir mal gleich zum Weil, wie es aussieht. Morgen. Morgen. Ja? Sieht gemütlich aus hier. Ja, wie immer, oder? Und ruhig. Ja. Wollen wir langsam aufstehen? Ich glaube, wir müssen. Also los. I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options. Früher haben wir die Milch immer aufgeschäumt, aber diese Milch hier, die schäumt einfach nicht, egal was man macht, ob man sie jetzt aufwärmt oder kalt schäumt. Sie schäumt einfach nicht. Von dem her. Ja. Milchkaffee statt Cappuccino. Genau. Wir waren jetzt doch schon ziemlich lange auf der Bacha. Fast 3 Monate. Boah, das ist so lang irgendwie. Also, Und ja. geplant war eigentlich nur 1 Monat, aber ja, ich glaube, es hat gut getan. Es hat gut getan und vor allem erst dadurch, dass wir so lange hier waren, haben sich gewisse Möglichkeiten ergeben. Und ich meine, gerade letzte Woche, das hätten wir sonst nie machen können. Ja, voll. Ja. Ich glaube, das hat uns auch richtig gut getan, mal runterzufahren und ja, und eigentlich jetzt neue Energie zu tanken, um weiterzugehen. Denn wir wollen, also wir werden versuchen, diese Woche noch auf die Fähre zu kommen, um aufs Festland zu gehen. Mal schauen, ob es klappt. Wir haben schon ganz viele Geschichten gehört, dass es nicht so einfach ist, beziehungsweise dass sich halt das Ganze immer wieder verschiebt oder man keinen Platz bekommt und ja. Ja, das ist noch mal ein ganz anderes Thema, glaube ich, für sich. Aber wir müssen einige Sachen erledigen, bevor wir aufs Festland gehen. Wir wollen noch, ja. Wir müssen noch beim Schweißer auch nochmal vorbei. Da haben wir ja noch ein Projekt offen. Und allgemein so die Vorbereitungen, weil irgendwie fühlt es sich doch an wie so ein neues Kapitel, wo man sich darauf vorbereiten muss und irgendwie sich nochmal organisieren muss. Aber wir freuen uns. Ja, also wir haben schon langsam so diesen Drang, weiterzukommen, was anderes zu sehen. Ja. So schön es auch war. Und deshalb Kaffee trinken jetzt
frühstücken noch was. Genau. Und dann starten wir in den Tag. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor CyberGhost bedanken. Im Alltag, aber auch beim Arbeiten wollen wir uns vergewissern, dass unsere Verbindung immer sicher ist und unsere Daten auch nicht in falsche Hände geraten. Und deshalb nutzen wir den VPN von CyberGhost. Der VPN von CyberGhost stellt sicher, dass unsere IP-Adresse verborgen und all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet werden. Somit fühlen wir uns auch sicher, wenn wir zum Beispiel unsere Finanzangelegenheiten online erledigen. Denn es weiß wirklich niemand, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. Doch davon abgesehen ermöglicht uns CyberGhost VPN auch Geoblocking zu umgehen. Wir stellen einfach den passenden Standort ein und können Websites, YouTube-Videos oder auch Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus wie gewünscht konsumieren. Und das egal, wo wir uns gerade auf der Welt befinden. Da ist es auch verständlich, dass CyberGhost weltweit bereits über 38 Millionen Nutzer hat und auf Trustpilot das meistempfohlene VPN ist. Außerdem wird es von Websites wie computerbild.de, chip.de oder pcwelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst könnt ihr auf allen gängigen Plattformen nutzen und ein Account reicht auch für bis zu 7 Geräte, ob nun die eigenen oder die von Freunden und Familie. Und falls man doch mal Unterstützung braucht, so gibt es auch einen deutschen Support, der 24/7 erreichbar ist. Wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren möchtet, klickt doch den Link unten in der Videobeschreibung. Damit bekommt ihr 83% Rabatt sowie 4 Monate gratis. Somit bezahlt ihr gerade mal 2,03 € im Monat und mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. So, aber jetzt weiter mit dem Video. Und als erstes fahren wir gleich mal zum Einkaufen. Es gab einen Grund, wieso da eine Umleitung war. Aber wenn alle durchfahren, ja, ich passe mich halt an und jetzt müssen wir wieder alles zurückfahren. Doch nicht so clever. Doch nicht so clever, nein. Gerade hier in und um La Paz gibt es so viele große Einkaufszentren. Ja, da lohnt es sich da einzukaufen, denn meistens bekommt man da alles und muss nicht 100 verschiedene kleine Läden abklappen. Ja. Also ich meine, heute brauchen wir eh nicht so viel, aber ich gehe mal davon aus, dass wir es hier auf jeden Fall finden. Ja, normalerweise kaufen wir schon gerne auch auf Märkten ein, aber gerade hier in La Paz gibt es gar nicht so viele und wir brauchen noch Kaffee und Olivenöl und ja, hier kriegt man eben alles an einem Ort. Und es gibt auch sowas hier, Pan Dulce, beziehungsweise das hier ist eine Concha, ich glaube das heißt Muschel übersetzt. Ist ähnlich wie ein Brioche mit so Vanillezucker obendrauf. Dieses Muster, das ist eigentlich nur Zucker. Aber ist ganz lecker, gar nicht mal so süß, wie man vermuten würde. Jessie kauft immer, wenn wir einkaufen gehen, Süßigkeiten an. Sie ist wie ein kleines Kind. Schon ein bisschen. Ich kann nicht anders. Aber es ist auch lecker und es ist lokal, also eine lokale Spezialität, würde ich behaupten. Das berechtigt. Ja, und jetzt gehen wir noch Wasser füllen. Genau, jetzt gehen wir zu einer Purificadora und füllen unseren Wassertank.
Mist. Es war erst Mittag, aber die haben schon geschlossen. Oder die haben heute wahrscheinlich gar nicht aufgemacht. Das gibt's natürlich auch. Aber ja, wir suchen uns eine andere. Ja, oder wir haben noch ein bisschen Wasser, oder? Oder wir haben noch ein bisschen Wasser. Ja, mal schauen. Aber eigentlich, ja, die Purificadoras, von denen gibt es gefühlt an jeder Ecke eine. Aber die hier, die kennen wir, denn hier kann man mit Schlauch füllen, da können wir unsere Filter ran tun. Mal schauen, ob wir heute noch was finden. Und sonst können wir morgen halt noch was. Ja. Sollen wir zum nächsten Punkt fahren? Ja. Gut. So, wir sind am nächsten Punkt auf unserer Liste angekommen. So, hier steht's. Hier. Wir wollen unser Gas auffüllen. Es sind jetzt etwa 3 Monate, oder? Seit dem letzten Mal Gas füllen. Es ist noch nicht ganz leer, aber so der Erfahrung nach ja, sind wir wahrscheinlich eher langsam am Ende der Flasche. Und ja, wir wollen es einfach hier nochmal auffüllen, bevor es weitergeht. Hier hat es schon mal gut geklappt und ja, dann machen wir es wieder so. Roberto holt kurz noch die Adapter raus und dann können wir schon loslegen. No está vacía de todo. Trae un poquito nomás. Sí, no sé cuánto va a traer. Okay. Das haben wir bis jetzt auch noch nie gesehen, dass er zuerst mal die Flasche aufmacht, um das restliche Gas einfach entweichen zu lassen. Ja? Geht auch so, glaube ich. Jetzt weiß er besser, wie viel reinkommt. Ja. Aber ich habe immer so Angst, wenn die Flaschen so befüllen. Naja. Meistens verstecke ich mich dann hinter dem Van und das mache ich auch jetzt. Jetzt hat er mir kurz erklärt, wieso er vorhin aufgemacht hat. Er meinte, wenn man das aufmacht und ein paar Sekunden ja, das Gas ausströmen lässt, wird die Flasche an dem Ort, wo das Gas noch ist, eiskalt und so kann er abschätzen, wie viel da rein muss. Er hat jetzt fast 12 Liter reingetan. Das passt etwa, oder? Ja, sollte etwa passen. Und wie viel zahlen wir? 150 Pesos, das sind umgerechnet 57? Ja. Ja, passt eigentlich. Für 3 Monate. Boah, das ist immer so eine Sache hier mit dem Gas. Wie gesagt, ich habe so Angst immer von dem Gaszeugs, aber naja. Wir fahren jetzt in die Stadt, denn da haben wir noch was ganz Wichtiges zu erledigen, oder? Ich finde es sehr wichtig. Ja, ohne das geht es nicht weiter. Tja, es läuft nicht immer nach Plan. Man kann sich einfach nicht auf die Leute verlassen. Nein, wir sind viel zu früh unterwegs mal wieder. Ja, aber ich glaube, wir finden was, um die Zeit zu vertreiben. Um uns die Zeit zu vertreiben, bis die anderen ankommen. Ja. Und ja, wir waren schon mal in dieser Eisdiele, aber sie ist auch wirklich gut. Die beste eigentlich, die wir in der Baja bis jetzt hatten. Ich glaube, es ist schon das 3. oder 4. Mal, wo wir eigentlich da sind. Das 4. Mal. Aber ich wechsle den Geschmack. Also ich meine, das Maracuja-Eis ist ja hier unschlagbar, aber diesmal ist es Cappuccino. Das haben uns Freunde empfohlen. Liebe Grüße an Cinzia und Timme. Und wir gehen jetzt auch auf die andere Seite des Malecons. Sind wir auf eine andere Seite der Stadt noch. Leicht überfordert mit dem Eis. Wir haben über 30 Grad heute. Schon seit einigen Tagen ist es richtig heiß und das Eis schmilzt mir weg.
Du musst schneller essen. Man muss schneller essen und vor allem unten schmilzt. Es ist so ein bisschen eine Sauerei. Alle, die unsere Videos in den letzten Wochen gesehen haben, haben gesehen, dass wir so viele Tiere im Wasser gesehen haben. Aber diesen Kollegen hier haben wir leider noch nicht antreffen können. Ja, es hat einen einfachen Grund. Der hat mittlerweile die Bucht verlassen, denn es waren so viele Touristen auf den Booten und im Wasser, dass sie halt einfach geflüchtet sind. Und auch das Government hat mittlerweile diese Touristenfahrten verboten, denn es war einfach viel zu viel für die Natur hier. Schade eigentlich, denn wir hätten die gerne irgendwo mal gesehen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir die irgendwo auf unserer Reise antreffen werden. So schön, dass wir doch noch mal eine neue Ecke von La Paz kennenlernen konnten, nicht? Ja. So unverhofft. Und das Beste ist, diese Wandmalereien hier, die haben nicht nur einen ästhetischen Aspekt, sondern sie sollen auch einen Dialog anregen. Denn ja, auf der Baja dreht sich viel um das Meer, um die Lebewesen, die darin leben. Aber nicht nur aus der Sicht des Tourismus, sondern es geht eben auch darum, dass man diesen Lebensraum schützen soll. Und diese Bilder sollen das eben mit Hilfe von Kunst ja, als Thema ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen und hoffentlich auch die ganze Diskussion in die richtige Richtung lenken. Wir haben aber auch gerade eine Nachricht bekommen von den anderen. Sie sind bald da, das heißt, wir laufen ihnen entgegen und dann geht es hoffentlich in den wichtigsten Punkt unserer Erledigungen heute. So, Tommy und Hannah sind nun auch dazu gestoßen. Es werden wohl vorerst mal wir 4 sein, die sich um eine Verschiffung kümmern aufs Festland. Wir haben auch alle nötigen Dokumente jetzt hier und da vorne ist das Office. Also versuchen wir mal, unsere Fährtickets zu bekommen. Seit 3 Monaten unsere Fähre jetzt gut. Buenas tardes. ¿Mazatlán? Sí, a Mazatlán. Los dos. Tenemos 2 vanetas. Ajá. Sí, ¿Para el miércoles? Sí, sí, va el miércoles, sí. Jetzt wird es langsam spannend. Mittwoch würden wir einfach warten müssen, da vor Ort. Freitag hätten wir zu 100% einen Platz. Wir können das mal probieren, oder? Ja. ¿Es posible de coger o de reservar para el miércoles y también para el viernes? Sí. ¿Sí? Vale. Con uno nada más. Allá en el puerto ya dan los 2, Perfecto. que ya van a pagar, aquí no pagan. Ok, vale. Ah, vale. Ja, ich komme ehrlich gesagt noch nicht ganz klar, aber ich glaube, wir haben gebucht. Ja, haben wir. Yay! Endlich aufs Festland. Nach 3 Monaten. Ja, Fast 3 Monate. wird wirklich Zeit. Ja, das heißt, am Mittwoch haben wir eine Reservierung. Sie haben vielleicht nicht Platz für uns, aber wir haben mal so pro forma reserviert. Aber spätestens Freitag sind wir drüben. Juhu! Wow. Haben wir uns? Sowas von. Ab ins Warme! Ja, und jetzt habt ihr Endlich! Jetzt geht's zur Palme, genau. Also, ich muss sagen, der Tag ist echt lang. Ja, Ich bin langsam ganz schön geschlaucht. ich auch. Aber wir haben noch diesen einen Punkt, wir müssen bei Jaime vorbeigehen, denn ja, wir haben ein Update für unser Projekt. Also ja, gehen wir mal gucken, wie es aussieht. Hey! Hey! ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Eh? Okay, sieht gut aus. Und ich darf jetzt mal raten, was es genau ist. Ja, weil so sieht man es wahrscheinlich noch gar nicht. Ja, hier ist nichts mit 5 Uhr Feierabend. Hier wird noch richtig gearbeitet in der Werkstatt. Hier wird gesägt und sie haben gerade auch die Deckel für unsere Rohre selbst gefertigt. Finde ich krass. Ich dachte, die kaufen das, aber nee, die machen das alles von Hand selbst. Ja, aber das Ergebnis sieht, würde ich sagen, ziemlich gut aus. Ja. Oder? Jetzt muss es nur noch in Einsatz kommen.
Und weil Jaime sagte, wir sind nicht einfach nur Kunden, sondern wir gehören mittlerweile zur Familie, bin ich jetzt einfach so frech und klebe in einer unserer Sticker hier an die Maschine. Und hier kommt auch einer. Und hier kommt auch einer. Damit er uns ja nicht vergisst. Ach, wenn es so nahe kommt, dass man den Ort bald verlässt, wird man ja auch ein bisschen sentimental. Und Roberto meinte ja, dass Jaime uns nicht mehr als Kunden sieht, sondern auch als Freunde und Familie. Und ja, man gewinnt die Leute schon lieb irgendwie. Also es wird mir schon leid tun, ihn nicht mehr zu sehen. Und ich meine, Roberto spricht vor allem mit ihm und ich verstehe auch nur die Hälfte, aber ja, trotzdem, es ist schön so, diese Freundschaften aufzubauen auf der Reise. So, wir haben unsere 2 Teile, wir können gehen. Ist das alles? Nee. Er hat nochmal eine Schicht Farbe drauf getan auf die wirklichen Teile. Jetzt warten wir 10-15 Minuten, bis das wenigstens, wie sagt man, berührt, trocken? Nee, es gibt ein Wort dafür, es fällt mir heute nicht mehr ein. Auf jeden Fall, bis wir es anfassen können und mitnehmen können. Und dann installieren wir es selber, weil es ist nur etwas, was wir anschrauben müssen. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Ja. mit dem entsprechenden Ergebnis, oder? Ja, ich glaube, wir sind schon ganz schön kaputt. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Es ist soweit. Ich fürchte, oder eigentlich ist es auch eine gute Sache, es ist wohl der letzte Tag für uns auf der Baja. Wir sind nochmal auf dem Campingplatz, wollen uns nochmal sammeln, haben auch nochmal frisch geduscht und sind eigentlich ready, um langsam zum Hafen zu fahren. Aber vorher wollten wir euch ja eine Sache noch zeigen, und zwar an unserem Auto. Unser Projekt ist fertig. Und das war das Projekt, das wir noch mit Jaime vorhatten, nämlich Surfboard-Halterungen. Ja, denn das Surfboard war ständig auf dem Dach. Zuvor war noch der Ersatzreifen oben. Das heißt, wir konnten die Terrasse gar nicht mehr richtig nutzen. Ja, Surfboard ist jetzt an der Seite, Ersatzreifen ist unter dem Fahrzeug wieder und wir können die Terrasse wieder nutzen. Jaime hat uns 2 Halterungen gebaut, die wir jederzeit wieder wegnehmen können. Aber ich finde, guter Job von Jaime. Ja. Und mittlerweile ist er ein richtig guter Freund geworden. Also wir hoffen, ihn vielleicht irgendwo mal wiederzusehen. Ja, wir werden ihn vermissen. Ja. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, mal zusammenpacken, denn wir müssen weiter. Ja, der erste Abschied findet gleich schon statt. Sven und Basti fahren in den Norden, die kommen nicht mit aufs Festland. Du musst halt überlegen, das Paket War Ja, eine gute Zeit, war eine schöne Zeit. aber wahrscheinlich sehen wir sie ja Ja, irgendwo. wir fahren einfach langsam genug und dann holen sie uns wieder ein, wenn sie wieder in den Süden fahren. Okay, dann lassen Oder? Ja. Wir gucken, dass das passt. Wer weiß, ich meine, hast du extra Muss. mitgenommen, damit du in kaltes Wasser rein. Ist schon seltsam, jetzt waren wir fast 3 Monate so Ja. zusammen und Ja, ja, aber hast du gesehen, wie gut ist ja nicht ein Abschied für immer. Wasser So lange wird es nicht dauern. Schau, dass die beiden Gas geben. Das leuchtet. Und da gehen sie. Ciao. Bis bald. Gute Überfahrt. Ja, voll. Genießt es. Und so hat sich die Gruppe getrennt. Schade, aber ich glaube, wir werden sie bald wieder sehen. Zumindest Sven und Caro, die Neulands. Bei denen geht es ein bisschen länger, aber auch die werden wir sehen. Garantiert. Früher oder später. Früher oder später. So, und jetzt ab zum Hafen. Wuhu. Tiene que entrar primero para que le chequen. Vale. A la derecha. Bajo la flecha verde. Él también. El permiso del vehículo, ¿verdad? Sí, claro. Este. ¿Caballero, el vehículo? Sí, claro. Por favor. Tengo que abrir. Ja, die haben das Fahrzeug jetzt kurz durchsucht und jetzt können wir weiterfahren. Wir müssen irgendwo da zu dem Herrn vorne fahren. Dann mal schauen, wie es weitergeht. Hola, buenas. Nada más. Es todo. Vale. ¿Solamente viajan 2 personas? Sí, solo Ok. dos. Gracias.
Y ahora podemos aparcar aquí a la derecha y ir atrás a coger el... Vale. Gracias. So, wie ist der Plan? Wir müssen jetzt zu TMC gehen und da das Ticket kaufen. Okay. Dann In der machen wir Hoffnung, dass es das Ticket gibt. Wollen wir mal zum Office rübergehen, schauen, was die uns sagen? Vielleicht wissen die ja schon was. Und sonst sind wir, glaube ich, jetzt hier. Oder? Ja. Gut. Sí. Aus, als ob wir heute Auf die Fähre gehen. Echt? Ja. Sieht so aus. Haben wir Tickets? Tickets. Ja, das war. Hier. Hey! Wir müssen bis um 3 hier warten Okay. und danach irgendwo hinfahren. Keine Ahnung wo. Wir finden es dann raus. Ja. Wir haben uns jetzt nochmal verschoben und ich glaube, das hier hinten ist doch schon unser Schiff. Kann das sein? Unsere das ist Fähre? es schon. Ja, und jetzt sind wir etwa 2 Stunden hier und dann sollten sie uns Bescheid geben, wenn wir hochfahren können. Und ja, ich dachte, ich erkläre euch noch mal ein bisschen, wieso das so ein Hin und Her ist hier mit der Fähre. Es gibt nämlich 2 Fähren. Eine ist eine reguläre Passagierfähre oder zivile Fähre und wir fahren aber mit der Commercial, also mit der, wo all die LKWs mit ihren, wie sagt man ja, Commercial, mit diesen Gütern, halt Sachgütern fahren, also eigentlich nicht für zivile Passagiere gedacht, aber mit dem Van kann man eben trotzdem mitfahren. Und da kann es sein, dass man nicht direkt ein Ticket kriegt, wenn es ausgebucht ist, sondern erstmal auf eine Warteliste kommt und vor Ort erst bestimmt werden kann, ob man aufs Schiff passt oder nicht. Und das Beste ist, man kann ja also im Van drin schlafen. Genau, denn auf diesem Schiff ist man am obersten Deck, oder so die Theorie zumindest, und da darf man dann eben auch im Van bleiben. Das ist ein großer Vorteil. Man kann sich die Kajüte sparen, die man sonst mieten müsste. Man darf mit den Truckern zusammen Abendessen und frühstücken. Und es ist nochmal viel günstiger. So, sieht so aus, als wäre jetzt unsere Zeit gekommen. Es ist 5:30, also höchste Zeit, um loszufahren. Und wieder auf einem Schiff. Fühlt sich gut an. Ja, oder? Geht weiter. Ja. Und wir steuern in den Sonnenuntergang. Oh, ich freue mich so. Ich bin leicht aufgeregt, leicht euphorisch und ich würde sagen, das könnte man auch als Aufbruchsstimmung nennen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, das definiert es recht gut. Ja. Und umso mehr möchte ich mich jetzt auch bei unserem heutigen Sponsor CyberGhost bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr nämlich mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für nur 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Wir machen jetzt das Boot unsicher, gucken, wo es hier das Essen gibt und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es aufs Festland geht, beziehungsweise es geht jetzt aufs Festland und nächste Woche geht es auf dem Festland weiter und wir hoffen, dass ihr auch dabei seid und euch auch ein bisschen freut, so wie ich und wie Roberto. Hasta luego. Morgen. Morgen. Ich weiß nicht, ob man es spiegelverkehrt. Das ist gar nicht spiegelverkehrt. Das richtige Schwarz hat er erwischt. Den richtigen Schwarzton. Dieses Tier hier, wo ist es? Hier? Hier?